Ab wann muss ich eigentlich meine Rente versteuern? Diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt, entweder hier unter den Videos in den Kommentaren oder auch per E-Mail-Anfrage. Ja, also ich möchte jetzt mit diesem Video hoffentlich Klarheit verschaffen. Ich habe mal diese Zahlen so als grobe Übersicht für Sie zusammengestellt und hoffe, dass Ihnen das ein bisschen weiterhilft. Mein Name ist Jutta Martin. Ich leite seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins und habe von daher immer Bezug zur Praxis und bemühe mich auch meinen Mitgliedern, das so einfach wie möglich zu erklären. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass mir das bei Ihnen hier heute auch gelingt. Sichern Sie sich schon mal hier unter dem Video einen der kostenlosen Reporte zur Vorbereitung der Steuererklärung, entweder für Arbeitnehmer oder für Rentner. Bleiben Sie dran, schauen Sie sich das kurze Video unbedingt bis zum Ende an. Es wird Ihnen vielleicht wirklich weiterhelfen. Ja, also ich hoffe, dass Sie Klarheit jetzt auf diese Frage bekommen. Ich habe jetzt hier mal die Zahlen in Tabellenform zusammengestellt. Es sind wirklich nur Näherungswerte und gelten auch nur für alleinstehende Rentner und nur für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, den landwirtschaftlichen Alterskassen, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträge. Ich habe jetzt mal hier die Zahlen aufgelistet für Sie von 2005 bis 2020. Sie gelten aber auch nur dann, wenn wirklich keine steuerlich relevanten anderen Einkünfte vorliegen. Jetzt versuche ich mal, Ihnen das ein bisschen zu erklären. 2005 waren ja 50% der Rente steuerfrei und 2020 waren es nur noch 20%. Wenn Sie jetzt 2005 in Rente gegangen sind und haben eine Bruttojahresrente unter 17.555 Euro, brauchen Sie höchstwahrscheinlich, wenn Sie ledig sind und keine weiteren Einkünfte haben, eine Steuererklärung abzugeben. Sind Sie zum Beispiel 2010 in Rente gegangen und liegen unter 15.951 Euro Bruttojahresrente, also ich betone das nochmal, weil ich immer wieder gefragt werde, das geht immer von der Bruttorente aus, also von der vielen, die man nicht hat. Wenn Sie da drunter liegen, brauchen Sie höchstwahrscheinlich keine zu machen. Wenn Sie 2020 in Rente gegangen sind und haben eine Rente, eine Bruttojahresrente, die höher als 13.708 Euro beträgt, sind Sie höchstwahrscheinlich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Also steuerpflichtig sind die Renten grundsätzlich alle. Ob eine Steuerpflicht anfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja, und wenn Sie jetzt zum Beispiel 2015 in Rente gegangen sind und Ihre Jahresbruttorente, Ihre aktuelle, beträgt 14.923 oder weniger, brauchen Sie höchstwahrscheinlich keine Steuererklärung abzugeben. Also das ist jetzt immer die aktuelle Rente und für das jeweilige Renteneintrittsjahr. Also ich sage es nochmal, Sie haben jetzt im letzten Jahr unter 17.555 Euro Jahresbruttorente gehabt und sind 2005 oder früher in Rente gegangen, brauchen Sie wahrscheinlich keine Steuererklärung einzureichen. Sind Sie 2010 in Rente gegangen und hatten jetzt aktuell 15.951 Euro Jahresbruttorente oder weniger, brauchen Sie wahrscheinlich auch keine Steuererklärung abzugeben. Ja, was geht denn noch von der Rente alles so ab? Also man kann einmal die Vorsorgeaufwendungen absetzen, das sind die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die von Ihrer Rente abgezogen werden, und dann private Versicherungen noch, alles was Haftpflicht ist, Unfallversicherung oder Krankenzusatzversicherungen zum Beispiel, auch eine Sterbegeldversicherung oder eine Risikolebensversicherung. Dann geht in der Regel ein Werbungskostenpauschbetrag bei Renten in Höhe von 102 Euro ab, falls Sie nicht höhere Kosten nachweisen können. Wenn Sie keiner Religion angehören, dann bekommen Sie einen Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro. Also das ist jetzt erstmal für alle einheitlich, die Vorsorgeaufwendungen, der Werbungskostenpauschbetrag in Höhe von 102 Euro und der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro, wenn Sie keiner Religion angehören. Falls ein Behindertenpauschbetrag vorhanden ist, dann geht der natürlich auch noch davon ab, je nach Grad der Behinderung.
Dann werden haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen berechnet. Also wenn Sie Mieter einer Mietwohnung sind, haben Sie eine Nebenkostenabrechnung und daraus können Sie bestimmte Positionen steuerlich geltend machen. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn Sie gespendet haben oder Mitgliedsbeiträge bezahlen, Gewerkschaftsbeiträge oder an politische Parteien, dann können Sie diese auch steuerlich absetzen. Und wenn Sie außergewöhnliche Belastungen hatten, das sind alles so Positionen, die dann eben noch runtergerechnet werden. Deswegen sage ich, es sind wirklich nur Näherungswerte. Aber wenn Sie jetzt also Ihrer Zahlen hier wiedererkennen oder Ihr Rentenbeginn, das Jahr des Rentenbeginns hier wiederfinden und Sie liegen weit unter dieser Jahresbruttorente, können Sie ja entspannt sein, und liegen Sie aber über der Bruttojahresrente entsprechend des Rentenbeginnsjahres, dann sollten Sie sich kümmern und prüfen lassen, ob Sie eine Steuererklärung einreichen müssen oder nicht. Ja, meine lieben Zuschauer, bitte beachten Sie, dass es sich wirklich nur um Näherungswerte handelt und dass es sich um keine steuerliche Beratung handelt. Es ist wirklich nur eine grobe Orientierung, weil ich immer wieder gefragt werde. Und wenn Sie verheiratet sind, dann sieht das wieder ganz anders aus. Also ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Fall hier nachstellen, aber diese grobe Übersicht für alleinstehende Rentner, die nur eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, aus den landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungswerken oder aus einer Basisrente, dann gilt dies und dann, wie gesagt, nur als Näherungswert. Es ist immer sehr individuell. Also wir hatten gesagt, die Vorsorgeaufwendungen, die kann jeder absetzen, diesen Werbungskostenpauschbetrag und Sonderausgabenpauschbetrag. Und dann ist es aber individuell, wie hoch sind die Betriebskosten, habe ich Handwerkerleistung, haushaltsnahe Dienstleistung, habe ich einen Grad der Behinderung, wenn ja, wie viel und wie hoch ist der Pauschbetrag. Und da gibt es noch tausend Ausnahme und Fälle und andere Regelungen. Also bitte betrachten Sie das hier nur als grobe Orientierungshilfe für Sie, und ich hoffe, dass damit für viele eine Antwort auf Ihre Fragen gegeben ist. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.